Hallo an alle Car-System, Open Car, Modellbahn, Modellbau oder ganz einfach an alle YouTube-Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal bei Kuvenau. Zunächst erst einmal vielen Dank für die ganzen positiven Rückmeldungen zu meiner Feedcar-Alternative zu meinen SS49E Sensorplatinen 2.0. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass das so schön Anklang bei euch gefunden hat, und ich würde mich wirklich über jede positive Rückmeldung freuen, wenn ihr die Software mal ausprobiert habt, ob die bei euch auf dem Rechner läuft. Was aber auch wieder mal in den Kommentaren bei dem Video zu lesen war, ist: Hey Björn, alles super toll, aber bitte zeig doch einfach mal, wie man eigentlich solche Leiterplatten hier bestellt. Also genau gesagt, wie kriegt ihr es hin, dass ihr am Ende solche Leiterplatten in den Händen haltet? Und naja, das habe ich jetzt schon öfters in verschiedenen Videos bei mir gelesen, und deshalb möchte ich endlich heute mit dem Video das Thema erfüllen und euch das mal zeigen. Deshalb reden wir auch gar nicht mehr länger drum herum, sondern fangen gleich an. Ich gehe jetzt mal an den Rechner und dann machen wir das Schritt für Schritt durch. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Also ich bestelle meine Platinen immer bei PCBWay. Das ist wirklich ein großer chinesischer Leiterplattenhersteller, und bisher habe ich da nur positive Erfahrungen gemacht. Also alle Platinen, die ich dort bestellt habe, waren wirklich eine super tolle Qualität. Damit ihr natürlich dort was bestellen könnt, müsst ihr euch erstmal ein Kundenkonto anlegen. Ja, also ihr klickt halt einfach hier drauf und dann müsst ihr hier halt ein paar Daten ausfüllen. Bei mir, in meinem Fall, ist das natürlich alles schon gemacht. Ich logge mich jetzt gerade mal ein. So. Und wenn ihr dann da drin seid, dann seht ihr erstmal euer User Cockpit, wo ihr halt seht, ja, was habt ihr alles bestellt und so weiter. Ne? Oh, da sehe ich auch gerade, ich muss mal wieder was bestätigen, dass ich was bekommen habe, sehe ich gerade. Okay. Damit ihr jetzt Platinen bestellen könnt, geht ihr einfach hier auf PCB Instant Quote. Und wenn wir uns das jetzt hier mal so angucken, dann sehen wir, oh, Alter, meine Güte, das sind ganz schön viele Parameter, die man einstellen kann und die man da auch verändern kann. Aber da kann ich euch schon beruhigen: Das meiste, was ihr hier seht, braucht ihr gar nicht einstellen. Das erste, was natürlich PCBWay von uns wissen möchte, ist, ja, welchen Leiterplattentyp ich haben möchte. Will ich eine einfache Leiterplatte haben oder will ich ein Panel haben? Was da jetzt der Unterschied ist, das zeige ich euch jetzt mal an ein paar Beispielen. Hier habe ich euch jetzt mal alle Varianten hingelegt, die es da zur Auswahl gibt. Die erste ist natürlich die einfachste, das ist die Single PCB, bedeutet, den Leiterplattendatensatz, den ich übermittle, das ist auch gleichzeitig die Leiterplatte, das fertige Produkt. Ja? Das ist Single PCB. Dann haben wir dieses Panel by Custom oder Panel by Customer. Das bedeutet, ich übermittle einen Datensatz, ja, so wie hier bei meinem Cola-Truck. Ich übermittle einen Datensatz von einer großen Leiterplatte, und auf der großen Leiterplatte sind mehrere kleine Leiterplatten vorhanden. Ja? Das ist Panel by Customer oder Panel by Custom. Und dann haben wir noch den dritten Auswahlpunkt, Panel by PCBWay. Das ist quasi das hier, ja, meine Linearplatinen. Wie ihr seht, da sind ja jetzt ganz viele Platinen drauf, und ich übermittle quasi einen Datensatz für eine kleine Platine, und wir sagen quasi, PCBWay, mach mir eine große Leiterplatte mit Anzahl X dieser kleinen. Das ist Panel by PCBWay, da übernimmt das Panel PCBWay dann. So einfach ist das Ganze. Das steckt hinter den drei Begriffen. Jetzt wisst ihr zumindest mal, was da der Unterschied ist. Und ich zeige euch jetzt beide Varianten. Ich zeige euch mal, wie man eine einzelne Leiterplatte bestellt, aber auch wie man ein Panel bestellt. Und für die Einzelleiterplatte habe ich mir jetzt einfach mal meinen einfachen Weichendecoder rausgesucht. Der ist jetzt relativ klein und da habe ich auch nicht mehr viele. Da wird es immer Zeit, dass ich da wieder ein paar nachbestelle. So, wie gesagt, dieser
Ja. Bei dem einfachen weichen Decoder handelt es sich um eine Single PICE, ja, eine einfache Leiterplatine, eine Single-Platine. Different Designs ist natürlich auch plus 1 und dann wollen sie natürlich die Größe wissen. Ja. In dem Fall ist es die Leiterplattengröße und zwar 65 mal 45 mal 65. Im Endeffekt ist es egal, wie ihr es eingebt, aber wir machen es jetzt mal so. Das Ganze ist bei uns Millimeter und jetzt wollen sie natürlich wissen, ja, wie viel Platinen möchte ich. Und hier ist es dann so, wenn ich da reinklicke, geht dieses Feld auf und ich kann die immer bloß fünferweise bestellen. Ja, also entweder bestelle ich 15, 15, 20, 25 etc. Ihr seht es ja. In meinem Fall sage ich mal, ich möchte 5 Platinen haben. So. Die Layer, da braucht er gar nichts machen. Layer sind 2. Material braucht er nichts machen. Auch hier braucht er nichts machen. Jetzt kommt die Stärke. Ja. Da müsst ihr natürlich angeben, wie dick soll eure Leiterplatte werden. In der Regel bei meinen ganzen Projekten, die ich freigebe, ist es immer die Standardstärke, die 1,6 mm. Sollte das Ganze mal von der Standardstärke abweichen, schreibe ich euch das irgendwo in eine Infodatei oder schreibt das irgendwo dazu bei den Daten, die ihr downloadet. Achtung, die Leiterplattenstärke. Also auch hier braucht ihr normalerweise gar nichts machen. Meistens kriegt ihr hier die 1,6 mm. Auch das braucht ihr nicht zu berücksichtigen, das braucht ihr nicht zu berücksichtigen, das nicht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Lötstoppmaske, also Solder Mask. Hier müsst ihr euch jetzt halt entscheiden, was ihr da haben wollt. Die Standardfarbe ist natürlich immer grün. Mit jeder dieser Farbe könnt ihr im Prinzip eure Leiterplatte fertigen lassen. Müsst ihr halt mal gucken, das sehen wir dann gleich, das zeige ich euch auch gleich. Natürlich, wenn es eine ganz exotische Farbe ist, zum Beispiel weiß oder so oder schwarz, kann es natürlich sein, dass das sich auf euren Preis auswirkt, weil PCBWay da einfach nicht so viel Platinen fertigt und dann wird das für die natürlich auch aufwendiger. Aber wenn ihr normalerweise grün nehmt, braucht ihr euch da gar keine Gedanken drüber machen. Auch zu dem Silkscreen, das ist dieser Bestückungsdruck, ja, braucht ihr auch gar nicht zu berücksichtigen. Ich sage mal, wenn ihr hier weiß angibt, wird spätestens hier der Silkscreen auf schwarz umspringen. Ne? Edge Connector, das habt ihr bei meinen Platinen auch nicht, das braucht ihr auch nicht zu berücksichtigen. Der Oberflächenfinish, also das Oberflächendesign, wie die fertige Platine aussieht, auch das könnt ihr ohne Probleme so lassen. Bei Wire-Prozess braucht er gar nichts machen. Hier braucht er nichts zu machen. Remove Product Number. Ja, also auch PCBWay hat halt für diese Leiterplatte, legen die intern eine Produktnummer an, dass die Platine ja später wieder zuordnen können. Ja, die wird ja irgendwann im Fertigungsprozess hergestellt und beim Verpacken müssen die ja wieder das Ganze zuordnen können zu euch, zu dem Auftrag. Deshalb kommt da eine Produktnummer drauf. Ja, stört uns ja eh nicht, also können wir da auch das ganz normal so lassen. Hier habe ich jetzt noch die Möglichkeit, Zusatzinformationen einzugeben, ja, wenn ich da irgendwas noch dem Lieferanten noch mitteilen möchte. In meinem Fall ist das jetzt auch nichts. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt SMD Stencil. Und was ein SMD Stencil ist, das zeige ich euch auch jetzt. Und das hier ist so ein Stencil. Ja, es ist im Prinzip nichts anderes wie einfach eine Schablone mit euren ganzen SMD-Pads. Ja, und sowas lohnt sich immer dann, wenn ihr zum einen sehr, sehr viele Platinen machen wollt. Ja, und wenn ihr eure Platinen nicht mit dem normalen Lötkolben lötet. Ja, also wenn ihr euer SMD-Bauteile mit dem normalen Lötkolben da drauf lötet, bringt euch so ein Stencil relativ wenig. Wenn ihr aber eure Platinen mit so einem Heißluftlötkolben löten wollt, ja, oder lötet, dann rentiert sich so ein Stencil auf jeden Fall. Ja, weil das ist eine riesige Arbeitserleichterung, weil ihr braucht dieses Stencil dann nur noch auf eure Platine zu legen. So.
dann macht ihr einfach hier oben zum Beispiel ein bisschen Lötpaste hin und zieht die Lötpaste einfach über dieses Stencil drüber. Und automatisch sind überall da, wo auf eurer Platine dann Lötpads sind, ist automatisch dann die Lötpaste. Und das Ganze auch noch in der richtigen Menge. Also, jetzt wisst ihr, was ein SMD-Stencil ist. Ich sage immer, gerade wenn ich jetzt mehr wie eine Leiterplatte bestücke und möchte das mit einer Paste machen, dann ist das auf jeden Fall immer sinnvoll, weil es erspart euch eine Menge Zeit. Ja, ich habe das früher auch nicht geglaubt und seit ich es einmal ausprobiert habe, ist das bei mir Standard. Wenn ich eine neue Leiterplatte bestelle, Stencil rein. Oder Stencil wird auf jeden Fall mitbestellt. Auch hier gibt es natürlich noch ein paar Einstellmöglichkeiten oder ein paar Sachen, die wir dem Lieferant mitgeben müssen, die wir PCBWay mitgeben müssen. Einmal müssen wir ihm sagen, ja, möchten wir so ein Framework, das ist dann, wo quasi diese Leiterplatte hier so ausgespart wird, das ist dann so eine Abstufung hier, man sieht es hoffentlich. Oder möchten wir einfach so eine normale glatte, einfach nur eine Blechplatte. In meinem Fall, ich bestelle immer ohne Framework, mir reicht das, ich spanne das dann irgendwo ein. Hier brauche ich eigentlich auch gar nichts zu machen. Und jetzt muss ich natürlich dem Lieferant sagen, von welcher Seite möchte ich denn ein Stencil haben. Ja, möchte ich von der Oberseite der Leiterplatte ein Stencil haben, von der Unterseite oder vielleicht von beiden, ja, weil ich oben und unten SMD-Bauteile habe. Und dann, wenn ich bei beiden, kann ich noch entscheiden, ja, soll das auf ein Stencil, beide Seiten auf ein Stencil drauf oder will ich zwei einzelne Stencil haben. In meinem Fall bei dem einfachen Servodecoder reicht mir die Oberfläche. Eine Platte reicht mir auch. Ja, die kann ich ja mehrfach, die kann ich ja hundertfach benutzen. Und dann die Stärke. Auch hier braucht ihr eigentlich keine Gedanken machen, weil das ist die Standardstärke und die könnt ihr bei den Projekten, die ich euch gebe zum Nachbau, ohne Probleme benutzen. Auch hier braucht ihr nichts zu machen, auch hier nicht. Und jetzt sind wir auch schon durch. So einfach. Ja, war jetzt vielleicht auch viel Gerede wieder, aber ihr seht, ich habe da gar nicht viel eingestellt. Und dann klicken wir hier einfach auf Calculate. So. Und jetzt seht ihr schon, okay, die Platine wird in 24 Stunden gefertigt. 5 Stück und der Preis ist momentan mit $5 angesetzt. Auch mein Stencil, das kostet natürlich auch was, das kostet mich 10 Stencil. Mit den Shipping Cost tue ich mich in dem Moment noch gar nicht groß beschäftigen, weil das werdet ihr dann später sehen, das wird dann später noch relevant. Ja, gerade wenn ihr mehrere Leiterplatten fertigen lassen wollt, also mehrere Projekte, dann lasst ihr die ja alle zusammen schicken. Ja? Deshalb lege ich da jetzt noch gar keinen Wert drauf. Wir haben jetzt hier alles ausgewählt. Ja, also hier haben wir unser PCB. Jetzt können wir mal spaßeshalber sagen, kalkulieren wir doch das Ganze mal mit einem roten, mit so einer roten Solder Mask. Und dann seht ihr ja, auch rot würde gehen zu dem gleichen Preis, aber es dauert 3 bis 4 Tage. Ja, einfach weil halt das nicht so gängig ist. Ja, vielleicht noch bei Purple, das könnte, ja. Seht ihr, wenn ihr zum Beispiel Purple angibt, also wenn ihr wirklich so eine ganz abgefahrene Farbe haben wollt, dann geht natürlich der Preis ordentlich in die Höhe. Aber wir bleiben jetzt hier mal bei grün und dann sind wir wieder bei $5. Was ich jetzt als auch mal gerne noch mache, ist mit der Menge bisschen hin und her spielen, gerade bei Einzelplatinen. Ja, wir sehen jetzt, ich habe jetzt hier $5 bei 5 Platinen. Jetzt kann ich einfach mal hergehen und jetzt mache ich spaßeshalber mal 10 Platinen. Und dann sehe ich, die kosten mich auch immer noch $5. Ja, gerade wenn ich jetzt was habe, was ich mehr brauche, dann würde ich die natürlich jetzt gleich mit 10 bestellen. Ja, ich kann das Ganze jetzt auch mal noch bei 15 probieren, aber ich denke mal, ja, dann geht der Preis schon hoch. Deshalb bleiben wir jetzt mal bei 10 Stück. Ja, also so Sachen mache ich dann als noch, spiele da noch mal ein bisschen rum, weil wenn ich 10 Platinen für den Preis kriegen kann, wo ich weiß, ich brauche mehr, why not? So.
Wie gesagt, wir haben jetzt alles hier eingestellt und jetzt gehen wir hier auf Save to Card. Die Meldung ist jetzt auch neu. Irgendwie hat das was mit Weapons zu tun. Ja, ich muss jetzt halt nochmal versichern, dass das keine Waffen oder sonst irgendwas sind. Ich sag mal, yeah, I agree. Und jetzt muss ich meine Leiterplattendaten, meine Gerber-Files uploaden. Ja, wie gesagt, PCBWay akzeptiert halt nur Gerber-Files. Die nehme ich halt, entweder gehe ich hier drauf, klicke hier drauf, dann öffnet sich hier so ein Explorer, ja, oder ich habe halt einfach nebendran ein Fenster offen und ziehe die jetzt einfach hier rein. So, jetzt sind die Dateien hochgeladen und jetzt sage ich Submit Order Now. So, und jetzt ist es aber noch nicht so weit, dass ihr das schon bezahlen könnt, ja, sondern das ist jetzt in so einem Review Processing. Das heißt, die Daten sind jetzt an PCBWay übermittelt. Ja, und PCBWay guckt sich das Ganze jetzt mal kurz an, ob alles in Ordnung ist, ob auch die Abmessungen stimmen, die wir angegeben haben. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann geben die das frei und dann kann ich in den Bezahlprozess gehen. Aber solange das halt noch nicht erledigt ist, müssen wir erstmal warten, bis quasi dieses Vorreview, nenne ich es jetzt einfach mal, erledigt ist. Jetzt gucken wir uns den Bestellprozess nochmal mit einem Panel an. Ja, im Prinzip ist es fast das gleiche, man muss halt nur ein paar andere Sachen noch berücksichtigen. Und da zeige ich euch das Ganze jetzt mit meinen SS49E Sensorplatinen. Wir sind wieder hier auf unserer Startseite und jetzt haben wir quasi ein Panel bei PCBWay. Weil das, was ich euch gegeben habe, sind ja die Leiterplattendaten von einer einzelnen Platine. Und wir sagen jetzt, ja PCBWay, ich möchte davon ein Panel haben und du PCBWay oder ihr PCBWay, ihr platziert das Teil jetzt auf einem Panel. Deshalb geben wir an Panel bei PCBWay. Jetzt möchte PCBWay natürlich wissen, ja, wie soll ich denn die Teile anordnen? Das muss ich dem halt nochmal mit denen auch mitgeben. Und hier schreibe ich jetzt rein 4 mal 10. Ich möchte 4 Reihen AC10 Platinen haben. Auch hier der Punkt zur Breakaway Rails würde ich auf jeden Fall immer angehakt lassen. Da werden am Leiterplattenrand dann noch so kleine Restplatinenstücke gemacht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann möchte PCBWay natürlich wissen, ja, wie soll ich denn jetzt die Leiterplatten darstellen? Ja. So. Als nächstes kommen wir zu dem Root-Prozess. Um was es da für Unterschiede gibt, auch das zeige ich euch jetzt wieder anhand ein paar Beispielen. Auch hier habe ich euch mal wieder beide Varianten hingelegt. Die erste Variante ist Panel as PCBWay Prefer. Ja. Und hier seht ihr, ich halte es auch noch mal ganz dicht in die Kamera, da sind jetzt auch mehrere einzelne Platinen drauf, aber die haben allen Abstand zueinander. Ja, da ist immer ein größerer Abstand und zwischendrin ist so ein Steg. Ja, so ein Steg, den ich dann rausbrechen kann. Das ist Panel as PCBWay Prefer. Hm? Und das hier ist dann das andere, das V-Scoring, Panel as V-Scoring. Und wie ihr hier sehen könnt, hier sind die Leiterplatten direkt aneinandergereiht. Ja, da ist kein Abstand zwischen den einzelnen Platinen, sondern die sind, wenn die eine aufhört, geht die nächste gleich los. Und das nennt man V-Scoring. Und wenn wir jetzt mal genau hier reingucken, wenn wir jetzt mal hier auf die Kanten gucken, dann sieht man auch warum, weil die Trennung, dieser Trennstrich, das ist sowieso ein V, da wird gerade so ein V reingeritzt, ne? Und deshalb nennt man das Ganze V-Scoring. Und wenn ich dann später alles fertig habe, bestückt habe und so weiter, dann kann ich die einfach hier so nehmen und so abbrechen. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil sonst, was soll ich mit den einzelnen Leiterplatten? Das ist der Unterschied. Jetzt wissen wir, was der Unterschied bei dem Root-Prozess ist. Standardmäßig steht hier normal Panel as PCBWay Prefer und in unserem Fall switchen wir das jetzt um auf V-Scoring.
Bei Different Designs in a Panel lassen wir auch bei 1, weil wir haben ja bloß eine Leiterplatte, die einfach mehrfach dargestellt werden soll. So, jetzt kommen wir zu der Größe. Vorhin haben wir ja die Größe von einer einzelnen Platine angegeben. Und hier ist es jetzt so, dass bei einem Panel PCBWay die gesamte Größe von unserem Panel wissen möchte. Heißt also, ihr müsst euch das Ganze jetzt ausrechnen. Ja, ihr müsst jetzt irgendwie zum Taschenrechner greifen, sagen, ja, meine Leiterplatte ist 10 mm hoch. Wenn die 10 mm hoch ist und ich die 10 mal haben möchte, dann ist es 100 mm etc. pp. Ja, ist, sag ich mal, nicht ganz einfach. Wir müssen ja auch noch die Breakaway Rails mitrechnen etc. pp. Ja, also ist schon ein bisschen aufwendiger und ich mache das auch nicht, ehrlich gesagt, sondern ich zeige euch jetzt einen kleinen Trick. Wenn ich ein Panel haben möchte, gehe ich immer auf die Homepage von Eurocircuits. Ja, das ist ein deutscher Hersteller. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Und jetzt kann ich hier auch meine PCB-Daten ablegen. Ja, das machen wir jetzt auch mal. Ich gehe einfach mal her, ziehe hier meine PCB-Daten rein. Bei Skip Assembly, ich will keine Zusammenbau, Continue with Basic Analytics und Proceed to Configurate oder Configure. So, jetzt warten wir kurz und jetzt sehen wir auch nochmal, wie unsere Platine hier aussieht. Ja, und jetzt können wir hier bei Eurocircuits, können wir hier auch angeben Panel und geben hier unten unsere Maße an. Sagen wir 4 mal 10. Na, 4 mal 10. So. Und dann geben wir hier auch an V-Cutting. Und jetzt seht ihr, hat er euch hier schon die Maße. Ja, hier schreibt er euch jetzt schon die Maße rein von dem kompletten Panel. Und die gehe ich dann einfach her und übernehme die und gebe die hier bei PCBWay ein. So, 96,8 kann ich hier natürlich nicht angeben, sondern ich sage 97 und das andere war 110. So. Auch hier von der Menge her sage ich 5 mal wieder. Weil man muss auch bedenken, das sind dann 40, das sind dann 5 mal 40, das sind dann 200 Platinen. Das ist schon eine ganze Menge, was ihr da davon kriegt. Ihr könnt natürlich da auch kleinere Größen eingeben. Ja? Also wenn ihr weniger braucht, um Gottes Willen, ihr könnt da auch wesentlich kleinere Mengen eingeben. Auch hier bla bla bla, da gehe ich jetzt einfach mal drüber, brauchen wir alles uns nicht drum zu kümmern. Zack, zack, zack. Und hier auch bei Stencil würde ich dann wieder Stencil anklicken, No Framework. Vom Top auch das hier und in Calculate. So, habe ich was? Oh ja, das habe ich noch vergessen, sehe ich gerade. Bei so Panel, ja, wenn ihr so ein Panel habt, müsst ihr euch vorstellen, da sind jetzt 40 Leiterplatten drauf. Und jetzt kann es ja im Produktionsprozess vorkommen, dass genau eine oder zwei von den Leiterplatten, ja, also eine oder zwei von solchen kleinen Platinchen, dass die nicht 100% funktionieren. Ja, das kann natürlich passieren. Und da will jetzt einfach PCBWay wissen, akzeptieren wir das? Ja, die Leiterplatten, die werden dann auch markiert. Ja, also ihr braucht keine Angst haben und sagen, um Gottes Willen, wenn dann eine nicht funktioniert, ich baue die und dann merke ich, dass es nicht funktioniert. Also die werden dann auch wirklich markiert später, Achtung, die in die Platinen gehen nicht. Ja, aber hier möchte halt einfach PCBWay wissen, akzeptieren wir das oder akzeptieren wir das nicht? Ja, wenn wir das nicht akzeptieren, dann erhöht sich natürlich der Preis, weil wenn PCBWay feststellt, dass beim Produktionsprozess das eine nicht geht, dann müssen die natürlich so ein Teil komplett nachproduzieren. Und so würden sie halt dann eine liefern, wo eins nicht geht. Also ich sage ja immer Accept, ich akzeptiere das Ganze. Und jetzt klicken wir hier auf Calculate. So.
Und jetzt sehen wir auch schon, ja, der Preis ist wesentlich höher. Ja, also ein Panel kostet immer ein bisschen mehr, wie jetzt, sag ich mal, so eine Einzelplatine, weil es ja auch wesentlich mehr Aufwand ist. Ja, diese ganzen Schlitze reinmachen und so weiter, das ist natürlich wesentlich aufwendiger. Und in der Regel, sag ich mal, der Preis, der jetzt hier steht, ist wahrscheinlich auch noch nicht der Endpreis. Auch der Preis wird sich noch ein bisschen ändern. Ich gehe mal an, der geht auch noch ein bisschen nach oben, weil bei diesem Panel ist die Berechnung dann nie so genau. Auch hier kann man natürlich mal probieren, was passiert, wenn ich da 10 Stück anwähle. Und jetzt sehe ich zum Beispiel auch, ja, ich habe jetzt 10. Vorhin war ich bei 5, bei 28 und 10 kosten mich 35. Ja, also auch hier kann ich jetzt wieder sehen, das wird ein bisschen teurer, aber nicht so viel teurer, wie wenn ich jetzt, das sind gerade mal $7 oder so, das ist jetzt eigentlich noch was, wo ich sage, ja, das ist noch akzeptabel. Das würde ich jetzt auch noch akzeptieren. Und so ist jetzt alles wieder ausgefüllt und jetzt gehen wir auch hier wieder auf Save to Cut. Auch hier müssen wir die Meldung wieder bestätigen. Gehen her, ziehen unsere Borddaten hier rein. Submit Order Now. Und jetzt müssen wir halt wirklich warten, bis das Ganze reviewed ist und dann können wir weitermachen. Und so sieht das Ganze dann aus. Wenn alles in Ordnung ist, dann seht ihr, die Dinger sind jetzt so gelb, so cremegelb Farben hinterlegt. Und hier steht auch Pass Payment hinten dran. Und hier oben, sage ich mal, das ist dieses Stencil für meine SS49E Sensorplatinen. Und das hier sind jetzt die Panelleiterplatten. Und hier seht ihr auch ordentlich, hier hat sich auch nochmal ordentlich was am Preis getan. Ursprünglich hat der Kalkulator mal $35,31 ausgerechnet. Und nachdem die das Ganze nachgeguckt haben, hat sich der Preis auf $52,88 erhöht. Jetzt wird man das sagen, oh Gott, das ist ja jetzt aber mal ein ganz schöner Aufschlag, das sind ja fast 50% oder sogar über 50% Aufschlag. Ja. Da muss man aber auch ganz klar dazu sagen, wir bestellen ja auch 400 von diesen kleinen SS49E Sensorplatinen. Ja, hier hinten seht ihr es ja nochmal. Also das ist ja eine ganz schöne Menge, wo wir da bestellen. Und wenn ihr auch hier guckt, bei Changed, da steht dann auch immer der Grund drin, warum sich der Preis geändert hat. Und hier ist halt auch wirklich hier unten eins, das sage ich mal, das wesentlich viel mehr Boards sind, als in dem kalkulierten Preis inbegriffen sind. Ja. Da machen die dann einfach nochmal einen Preisaufschlag drauf, weil die ja viel mehr Boards, also kleine Platinen, testen müssen, ja, ob die auch alle funktionieren. Und auch dieses Cutten, dieses V-Cut, ja, das ist natürlich auch nochmal viel aufwendiger bei so vielen Platinen. Deshalb der Preisaufschlag. Natürlich ist es heftig, wenn mal $35 veranschlagt waren und das Ganze dann auf 52 hochgeht. Aber man muss auch fairerweise sagen, ja, wenn ich so Platinen in Deutschland fertigen lasse, dann kriege ich vielleicht für die $52 im Vergleich gerade mal 40 Platinen. Ja? Also das ist trotzdem immer noch ein ganz guter Preis. Und wenn man jetzt mal die $52 durch die Anzahl der Platinen teilt, dann ist es immer noch ein ganz passabler Preis. Auf jeden Fall nochmal so viel zu dem Panel. Und hier unten seht ihr die ganz normalen Leiterplatten, wo ich jetzt bestellt habe, diese einfachen Servodecoder. Da ist der Preis 1:1 geblieben. Ja, also es ist immer nur so in ganz speziellen Ausnahmefällen, wo dann sich dann der Preis nochmal ändert. Und wenn das Ganze dann so weit ist, ja, dass das hier alles fertig ist, dann könnt ihr jetzt sagen, Proceed to Checkout. So, da klicken wir dann mal drauf. Und jetzt kommt ihr halt in den nächsten Step, wo ihr das Ganze bezahlen müsst. Und hier müsst ihr dann auch quasi auswählen den Versand. Ja. Da fahren wir jetzt mal hier runter. Hier unten kann ich jetzt auswählen, welche Versandmethode ich machen möchte. Und die Versandkosten, die schlagen natürlich auch nochmal extrem beim Preis dann ein. Ja? Je nachdem, was ich da verwende.
Auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr so Platinen in China bestellt, guckt, dass der Versanddienstleister dieses IOSS anbietet. Ja? Weil wenn er dieses anbietet, dann übernimmt er auch diese ganze Verzollung. Ja? Ihr müsst ja für die Platinen Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer bezahlen, und dieses ganze Prozedere übernimmt der Versanddienstleister für euch. Ja? Wenn ich das ohne den Service mache, dann werden natürlich zunächst erstmal die ganzen Kosten niedriger, aber spätestens, wenn die Dinger dann in Deutschland sind, wird euch der Zoll schreiben, ja, hallo, guckt mal, hier müsst ihr erst noch Steuer bezahlen. Und dann müsst ihr das Ganze selbst beim Zoll machen, und jetzt könnt ihr euch überlegen, was jetzt für euch einfacher ist. Also ich nehme immer dieses Ganze mit dem IOSS, und hier sieht man, naja, DHL ist dann doch ziemlich teuer. Ich nehme dann meistens FedEx. Und hier seht ihr jetzt nochmal die ganzen Aufschlüsselungen der einzelnen Kosten. Hier habt ihr die Fertigungskosten, die Transportkosten. Dann habe ich mittlerweile so einen kleinen Bonus bei denen, weil ich so viel schon bestellt habe. Da wird nochmal ein bisschen was abgezogen. Dann auch PayPal, ich mache es meistens über PayPal, da wird natürlich auch nochmal eine Gebühr erhoben, ja. Wobei das auch egal ist, ob ihr das PayPal macht oder per Bank. Wenn ich per Banktransfer mache, werden da auch Gebühren erhoben. Und dann haben wir nochmal die Steuer, ja. Die schlägt natürlich auch noch drauf. Sodass in Summe mich jetzt die ganze Bestellung $133,91 kosten würden. Und zum Schluss müsst ihr hier noch auf Place Order drücken, und dann ist der ganze Bestellprozess fertig. Die Platinen gehen dann in die Fertigung, und sage ich mal, normalerweise innerhalb 1,5 Wochen habt ihr die Platinen bei euch zu Hause. Und das war's auch schon. Also ihr seht, ist doch eigentlich gar nicht so kompliziert, oder? Klar, ich verstehe, wenn man das noch nie gemacht hat, ist mit Sicherheit die Hürde relativ groß. Ich habe mir da am Anfang auch teilweise schwer getan. Aber ich denke mal, wenn der ein oder andere das jetzt ein paar Mal gemacht hat, dann macht er das mit links. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.